Norway. 802 AD. Mit North, Oath of Blood entsteht bei Arctic Hazard in Norwegen ein erfrischend anderes Wikinger-Spiel, welches diverse Genres kombiniert und euch somit mal nicht ein reines, ausgelutschtes Survival-Setting vorsetzt. Vielmehr ist Norse nämlich ein storygetriebenes und rundenbasierendes Taktikspiel, welches euch obendrauf einen ganzen Wikinger-Clan mit dazugehörigem Siedlungsbau verwalten lässt. Alles, was zum spannenden Mix bisher bekannt ist, habe ich euch daher wie gewohnt kompakt in dieser Zocker-Lounge-Preview zusammengefasst. Life is hard on this mountainous strip of land facing the grey, storm-tossed Wales Road. What kind of asshole place is this? Dieses Video wird euch von meinem Dauerpartner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele günstiger als auf den Hauptplattformen wie Steam oder Epic und könnt so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Aktuell bekommt ihr hier zum Beispiel den gelungenen Wikinger City Builder Land of the Vikings für gerade mal 9 € im Angebot, welcher gleichzeitig bei Steam direkt 25 € kostet. Vergleichen lohnt sich also immer. Zudem unterstützt ihr mit einem Kauf über meinen Partnerlink diesen Kanal hier massiv. This is Land of the Vikings. In Norse schlüpft er in die Rolle von Gunnar, einem jungen Krieger, der ins Exil gehen muss, nachdem sein Vater Jarl Gribr vom skrupellosen Steinar Weitspeer getötet wurde. Die Story lässt sich also im Groben so umschreiben, dass ihr euch als Geflüchteter mit einer kleinen Schar an treuen Weggefährten irgendwo abseits niederlasst, eine eigene Siedlung gründet, nebenbei Allianzen schmiedet und dann schlussendlich einen gnadenlosen Rachefeldzug anführt. Norse setzt hierfür auf ein rundenbasiertes Taktik-Kampfsystem, in dem Positionierung der eigenen Truppen sowie Teamwork und auch das Gelände eine Rolle spielen sollen. So besetzt ihr im Idealfall Anhöhen mit Bogenschützen, während Nahkämpfer zum Beispiel Flankiermanöver ausführen. Zudem hat jeder Krieger einzigartige Fähigkeiten, welche sich zudem mit Ausrüstung und Waffen weiter individualisieren lassen sollen. Wenn ihr euch gerade nicht auf Beutezug befindet oder mit der Verteidigung eurem kleinen Wikingerdorf beschäftigt seid, steht der City-Builder-Aspekt im Vordergrund. Dementsprechend vergebt ihr Aufgaben an eure Dorfbewohner, verwaltet die knappen Ressourcen und baut Gebäude aus, um euch dadurch neue Technologien anzueignen bzw. bessere Ausrüstung freizuschalten. Leider ist ja noch nicht ganz klar, wie komplex das Ganze am Ende ausfallen wird. Könnt ihr eure Gebäude zum Beispiel frei auf der Landkarte platzieren oder sind die Bauplätze bereits vorgegeben? Spielen taktisch platzierte Mauern eine Rolle, die man dann im Idealfall mit Bogenschützen bemannen kann, um sich entsprechend besser zu verteidigen? Solche Infos bleibt der Titel uns leider noch schuldig. Jedenfalls sollt ihr auf der Suche nach Ressourcen die umliegende Wildnis durchstreifen dürfen und natürlich auch Handel mit verbündeten Parteien führen können. Hier soll dann vom charismatischen Handwerker über furchtlosen Krieger, wilde Blutkulisten und verzweifelte Plünderer alles dabei sein. Der Handel mit anderen Parteien kann dann bis zu einer Allianz führen, welche euch dann in einer späteren Schlacht unterstützt. Darüber hinaus müsst ihr aber auch Streitigkeiten schlichten, Urteile fällen, Strafen und Belohnungen aussprechen und große Dorfprojekte organisieren, was auch immer das bedeutet. Ein weiterer Selling Point ist die dichte, geradlinige Geschichte, die euch Norse erzählen möchte und daher passend mit unzähligen Cutscenes um die Ecke kommt, welche von einem Bestseller-Autor geschrieben wurde. Alle Animationen wurden dafür aufwendig via Motion Capture Verfahren umgesetzt. Keep your wits close. I will carry her. And your blades too. At night, forest favors the predator. Um dem Setting gerecht zu werden und möglichst detailgenau das einstige Wikingerleben wiederzugeben, ist das Team auch an historische Orte gereist, um zum einen den damaligen Gebäudebau kopieren zu können und zum anderen die nordische Landschaft mit seinen Fjorden und nebelverhangenen Wäldern einzufangen. Generell wird ein Hauptaugenmerk auf Authentizität, historische Quellen und nordische Mythologie gelegt. Für Arctic Hazard ist Norse das Erstlingswerk, was aber nicht bedeutet, dass hier keine Erfahrung am Start wäre. So beschreiben sie sich selbst als ein Team aus talentierten Künstlern und vielen Veteranen, die bereits an Assassin's Creed, Metro oder Age of Conan mitgewirkt haben. Norse, Oath of Blood setzt auf die Unreal Engine 5 und soll noch irgendwann 2025 auf Steam, Epic und GOG für den PC
sowie auf der Xbox Series X und S und für die PlayStation 5 erscheinen. Eine Nintendo Switch 2 Version wird leider bisher noch nicht erwähnt. In diesem Sinne, packt euch den Titel auf die Wishlist, um den Devs euer Interesse zu signalisieren, und abonniert gerne diesen Kanal für noch viel mehr solcher Previews und generellen Gaming News rund um euer liebstes Hobby. This is the dawn of the Viking Age. This is Norse